Herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf diesem Kanal. Dies hier ist Teil 1 meiner neuen Reihe HTML lernen für Anfänger. In diesem Video werden wir uns so ein bisschen mit dem Aufbau und der Grundstruktur von HTML befassen. HTML ist ja nur das Grundgerüst einer Website, also ohne jeglichen Style. Das würde man dann mit CSS machen. Und wir fangen jetzt erstmal mit HTML an und dann gehen wir das Ganze nach und nach durch. Also wenn man zum Beispiel auch noch JavaScript oder PHP und eben CSS, solche Sachen eben. Um HTML jetzt aber schreiben zu können, brauchen wir erstmal einen Texteditor. Hierbei können wir einfach den normalen Editor von Windows verwenden. Es gibt aber auch speziell für die Programmierung ausgelegte Editoren. Einer davon ist zum Beispiel Visual Studio Code von Microsoft. Diesen Editor verwende ich zum Beispiel. Ihr könnt aber wie gesagt auch den ganz normalen Editor oder einen ganz anderen verwenden. Ich würde euch aber Visual Studio Code empfehlen, weil dieser Editor eigentlich alle gängigen Formate unterstützt und ihr es damit einfach insgesamt deutlich leichter und übersichtlicher habt. Ihr könnt das hier auf der Seite code.visualstudio.org herunterladen. Der Link zu Visual Studio Code ist auch nochmal in der Videobeschreibung drin. Wenn wir nun einen Editor haben, können wir auch schon fast mit dem Programmieren beginnen. In Visual Studio Code müssen wir davor noch ein paar Dinge einstellen, aber dann kann es losgehen. Wenn wir jetzt Visual Studio Code installiert haben, öffnen wir das Ganze einmal und dann sehen wir jetzt hier schon, das Ganze ist auf Englisch und jetzt wird mir unten rechts auch schon angezeigt, dass ich doch das deutsche Sprachpaket installieren soll. Und dann klicke ich einmal hier auf Herunterladen und Installieren und dann wird es installiert, da sieht man es und dann geht es einmal zu und wieder auf. Und jetzt sind wir im deutschen Bereich. Jetzt im Anschluss müssen wir einmal einen Ordner öffnen, in dem wir dann unsere Dateien der gesamten Webseite abspeichern möchten. Dann erstelle ich jetzt hier einen neuen Ordner für die Webseite. Diesen Ordner nenne ich einfach mal Website HTML. Dann einmal Enter und unten auf Ordner auswählen. Dann erstellen wir einmal eine neue Datei und diese Datei nennen wir index.html. Index nennen wir die, weil die Index-Datei wird vom Browser immer als erstes ausgelesen und HTML ist, denke ich, selbsterklärend wegen dem Dateiformat. Und dann haben wir die Datei auch schon erstellt und dann können wir jetzt auch schon mit der Programmierung beginnen. Ganz oben in jeder HTML-Datei sollte eine eckige Klammer und ein Ausrufezeichen Doctype HTML eckige Klammer zu stehen. Das signalisiert dem Browser nämlich, dass wir die neueste Version von HTML verwenden. Jetzt wollen wir dem Browser sagen, dass ab jetzt HTML-Code kommt. Dazu schreiben wir einmal eckige Klammer auf und dann HTML. Und jetzt sieht man auch schon, wenn ich nur ein bisschen eingebe, dass der Editor schon vorschlägt, dass wir jetzt HTML schreiben sollen. Daran sieht man auch nochmal, dass der extra dazu ausgelegt ist. Ich mache das jetzt aber mal einfach aus Erklärungsgründen nicht. Und um dem Browser jetzt zu sagen, dass HTML wieder endet, schreiben wir einmal wieder eine eckige Klammer und dann Slash und dann wieder HTML und eckige Klammer zu. Das wird jetzt hier autovervollständigt. Aber das macht jetzt ja nichts. Und so etwas nennt man dann einen Tag. Und ein Tag wird geöffnet, indem man eine eckige Klammer auf, dann den Tagname und dann eine eckige Klammer zuschreibt. Und geschlossen wird er dann wieder, wenn man eckige Klammer auf, dann ein Slash, dann den Tagname und dann die eckige Klammer zu macht. Also eigentlich fast genauso, nur halt mit dem Slash, dass der noch eingefügt wird. Und zwischen den beiden Teilen kann man dann HTML schreiben. Es wird aber nicht nur der HTML-Tag so geöffnet und geschlossen, sondern das ist bei allen Tags so. Innerhalb dieses Tags können wir jetzt HTML schreiben. Als erstes muss man wissen, dass HTML zwei Bereiche hat. Der erste Bereich ist der Head. Dort stehen alle Informationen, die der Browser benötigt, um die Webseite richtig anzuzeigen. Die sieht man aber später nicht. Und dann gibt es noch den Body. Da stehen eben alle Inhalte, die später auch wirklich auf der Seite zu sehen sein sollen. Als erstes kommt immer der Head, dazu schreiben wir eckige Klammer auf und dann Head und dann eckige Klammer zu. Und hier wird es jetzt schon wieder auto vervollständigt. Und der zweite Bereich ist dann der Body und dafür schreiben wir auch wieder eckige Klammer auf und dann Body.
und dann wieder eckige Klammer zu. Und dann wird es auch vervollständigt. So, jetzt haben wir die beiden Bereiche von HTML erstellt und in den Head kommen jetzt zum Beispiel so Dinge wie der Titel. Der Tag dafür ist Title und dazu schreiben wir wieder eckige Klammer auf und dann Title und dann wird es jetzt hier wieder auto vervollständigt und zwischen diese Klammern, beiden Tags, zwischen die Klammern kommt jetzt der Titel. Ich nehme da jetzt einfach mal Test und in den Body, da können wir zum Beispiel einfach mal eine Überschrift reinschreiben. Der Tag dazu ist H1 und dann schreiben wir wieder H1 und zwischen die eckigen Klammern können wir zum Beispiel mal Hello World schreiben. Das war es jetzt erstmal zu den Inhalten. Ich mache auch nochmal ein extra Video dazu, welche Tags es alles gibt. Das folgt dann bald. Und jetzt wollen wir uns die Seite auch mal im Browser anschauen. Dazu müssen wir die aber auch erstmal speichern. Dafür gehen wir oben auf Datei und dann auf Speichern. Dann verschwindet auch der Punkt neben der Datei und wem das zu lange dauert, der kann auch einfach STRG S drücken. Jetzt, wo wir die Datei gespeichert haben, können wir uns die auch im Browser anzeigen lassen. Dazu gehen wir einmal in den Ordner rein. Den hatte ich ja website.html genannt und dann öffnen wir die Datei. Jetzt sind wir im Browser und sehen gleich das Hello World, also unseren Body und den Head-Bereich, den sehen wir hier auch so minimal, nämlich da diese Registrierkarte über der URL-Zeile, da sieht man den Titel, den Rest aus dem Head, den sieht man aber normalerweise nicht. Und das war es jetzt auch schon mit Teil 1 dieser Reihe, wo es um das Grundprinzip, wie alles funktioniert, ging. Und in Zukunft kommen dann immer weitere Videos und ja, das war's mit dem Video.